Mich hat das Skills Lab in Nottingham inspiriert, welches riesig groß ist, und mich hat absolut fasziniert, diese Art von Lernen und Lehren. Das hat mich dazu motiviert, hier in Zürich auch so ein Skills Lab aufbauen zu wollen. Ich bin Fabiola Jörger, Oberärztin auf der Anästhesiologie hier am Tierspital Zürich und außerdem die Skills Lab Koordinatorin hier an der Medsuisse Fakultät Zürich. Wir jetzt um jeden Tubus ein Bändchen machen. Genau, einfach rundum machen, einfach, dass man die Größe hat. Dann kannst du den Kaff nehmen und aufblasen. Ein Skills Lab ist ein Lernlabor für Studierende der Tiermedizin, wo sie Handfertigkeiten erlernen und an Modellen üben können. Und nachher Hier ist diese Idee auf fruchtbaren Boden gefallen. Es bestand schon eine Kommission für ein Skills Lab und meine Professorin hat mich außerdem darin unterstützt. So wie jede Ausbildung am Tier zählt auch die Ausbildung von TierärztInnen am Tier zu den Tierversuchen. Entsprechend gelten die 3 R-Prinzipien: Replacement, Reduction und Refinement. Und jetzt tust du mit An Modellen von Hunden und Katzen lässt sich die Intubation üben, was zu einer Reduktion von Übung am lebendigen Tier führt und aber auch zu einer Verbesserung der Handfertigkeiten am lebendigen Tier, was wiederum ein Refinement ist. Für eine so kleine Übung, für ein Kleintier, zum Beispiel ein kleines Hund oder so. Hier haben wir den An alten Anästhesiegeräten lassen sich Funktionstests besonders gut einüben, da die ganze Technik gut ersichtlich ist. Dann gibt es hier zum Beispiel den Bypass. Wir können so ein bisschen flaschen, sagt man. Auf Monitorsimulatoren, wo speziell Vitalparameter angezeigt werden, wie Herzfrequenz, Atemfrequenz oder auch die Temperatur, können gewisse Abläufe geübt werden und simuliert werden, auf welche dann konkret reagiert werden können. Durch das man an einem Monitor-Simulator üben kann, können Übungen am lebendigen Tier direkt ersetzt werden. Das EKG, wo Herzfrequenz in grün angibt. Meine Vision ist es, die Lücke zwischen theoretischem und praktischem Wissen möglichst früh im Studium bereits zu schließen und die Studierenden damit kompetent ins klinische Jahr zu schicken. Ich freue mich sehr und bedanke mich herzlich für den 3R Award.